Hi everyone. I have received 2 questions from different people, and these were not just one person, it was more than one person who asked the same question, and I felt I needed to just answer these questions in more of a public way. Hallo zusammen, ich habe Fragen bekommen und es waren Fragen nicht nur von einer Einzelperson, sondern von mehreren Leuten und daher hatte ich das Gefühl, dass ich diese Fragen etwas öffentlicher abhandeln sollte. So these were the 2 questions. The first one was, when is it really Passover this year? And the second question is, are we now at the place where maybe we have to sacrifice a Passover lamb again? Und die Fragen waren erstens, wann werden wir Pesach feiern in diesem Jahr? Und zweitens, sind wir jetzt an der Stelle, wo wir wieder ein Pesach-Lamm schlachten müssen? Well, I think I'm going to answer the second question first, because maybe that's an easier question. In Corinthians, Paul writes and he says, Yeshua, who is our Messiah, has become our Passover lamb. Und ich glaube, ich werde die zweite Frage jetzt zuerst beantworten, weil das irgendwie einfacher ist. In den Korintherbrief schreibt Paulus, dass Jeshua jetzt zu unserem Pesach-Lamm geworden ist. And so, if he has become our Passover lamb, then why have need for another Passover lamb to be sacrificed? Wenn er also zu unserem Pesach-Lamm geworden ist, warum brauchen wir denn, dass wir noch ein Pesach-Lamm schlachten sollten? And so, I want to say either you have to accept that Yeshua is your Messiah and he has become your Passover lamb, or you have to say, I reject him as Messiah, and then seek to sacrifice during Passover. Und daher möchte ich sagen, entweder nimmst du Jeshua an als dein Messias und dann sagst du, er ist dein Pesach-Lamm geworden, oder aber du musst ihn ablehnen und dann kannst du natürlich ein Pesach-Lamm schlachten als Opfer in der Pesachzeit. So if you believe in Yeshua as your Messiah, then according to the scriptures, he is the Passover lamb and there is no need for another. Wenn du also an Jeshua glaubst als dein Messias, dann ist er der Pesach-Lamm laut Schriften und es gibt überhaupt kein Bedürfnis für noch einen. But let me also say, if you then would say Yeshua is not the Messiah and you think that there is need for a Passover lamb, then you need to understand that the only time that the Passover lamb was ever slaughtered at the houses of the people was in Egypt. Wenn du aber sagst, du lehnst Jeshua ab als Messias und du möchtest also ein Pesach-Lamm schlachten, dann glaube ich, ist es wichtig, dass ich sage, das einzigste Mal, wo die Pesach-Lämmer geschlachtet wurden, an den Häusern oder in den Häusern von den Leuten war, als sie in Ägypten waren. And so, in the second year after they left Egypt, after this structure, the tabernacle was built, God then spoke to the people and said, you need to keep the Passover. Und in dem zweiten Jahr, also nachdem sie rausgegangen sind aus Ägypten, nachdem diese Struktur, die Stiftshütte gebaut wurde, aufgestellt wurde, hat Gott gesagt, ihr müsst anfangen, Pesach einzuhalten. And the keeping of the Passover was in a direct relationship to a place where God's presence was associated with. Und Pesach einzuhalten stand in direktem Bezug zu einem Ort, wo Gottes Gegenwart war. So, in the time that they came in the wilderness, it was the tabernacle. Das bedeutet also, in der Zeit, wo sie in der Wüste waren, dann war es die Stiftshütte. And then after they came into the land for the first 369 years, it was also the tabernacle and it was in Shiloh. Und danach, nachdem sie in das verheißene Land hineingegangen sind, war das ebenfalls die Stiftshütte für 369 Jahre in Shiloh. Then there was a new tabernacle in Gibeon. Dann gab es eine neue Stiftshütte in Gibeon. And eventually they had the temple in Jerusalem and the Passover lambs were slaughtered over there. Und dann später hatten sie dann schlussendlich den Tempel und dort wurden dann die Pesach-Lämmer geschlachtet. And the reason why within Judaism they do not slaughter a Passover lamb right now is because it has to be done in a very specific place, which is not at your house, but that place which God chose for his presence to reside. Und der Grund, weshalb es im Judentum jetzt im Moment auch so ist, dass keine Pesach-Lämmer geschlachtet werden, ist, weil man die Pesach-Lämmer nicht bei seiner Wohnung, bei seinem Haus schlachten darf, sondern an einem Ort, was Gott erwählt hat für seine Gegenwart, wo seine Gegenwart wohnt. So in accordance with the Torah,
even though you would then say, I do not believe in the Messiah, it will not be possible for you to slaughter a Passover lamb unless it's done in Jerusalem and unless it's done where the temple should be, and there would then be this altar on which you can do it. So, do we have to slaughter the Passover lamb? I want to say no. Und das bedeutet also, selbst wenn wir nach Torah gehen, darfst du diesen Pesachlamm einfach nicht bei dir zu Hause schlachten. Es müsste erstens in Jerusalem sein, zweitens musste es an einem bestimmten Ort sein, wo Gottes Gegenwart wohnt, drittens an einem Altar. Also, deine Frage ist, müssen wir ein Pesachlamm schlachten? Meine Antwort ist nein. Because we believe that Yeshua is our Passover lamb and that he has done it once and for all, a perfect sacrifice for us to go out of our spiritual Egypt and to be set free from slavery and brought into the liberty of living by this faith that brings forth righteousness. Denn wir glauben natürlich, dass Jeshua unser Messias ist und daher glauben wir, dass er der perfekte Pesachlamm war, der uns herausgeführt hat aus unserem persönlichen Sklaverei aus Ägypten heraus, damit wir in einem Ort der Freiheit gehen können, wo es um Gerechtigkeit geht durch den Glauben. So the second question about Passover that I want to answer, which is actually the one that I asked first, was what time should we celebrate Passover? Und die zweite Frage, die ich jetzt beantworten möchte, das war die Frage, was ich eben zuerst erwähnt habe, ist, wann sollen wir Pesach nun feiern? Well, every year when we have a leap year, there's always a dispute about when is it. Is it in the month just after this, the 12th month, which is the month of Adar, or do we actually add a second month in to make this a leap year? Jetzt jedes Mal, wenn wir also ein Schaltjahr haben, kommt es dazu, dass Leute verwirrt sind, dass sie das in Frage stellen. Die fragen dann, müssen wir das in dem 12. Monat machen, in dem Monat Adar, oder sollten wir noch einen Monat hinzufügen in diesem Schaltjahr? Now I want to read a particular scripture to you, and that is in Isaiah chapter 2, verse 3. Und ich möchte euch eine bestimmte Schriftstelle vorlesen, Jesaja 2, Vers 3. And it says here, and I think, let me read verse 2 also. It says, shall come to pass in the last days that the mountain of the Lord's house shall be established in the top of the mountains, and it shall be exalted above the hills, and all nations shall flow to it. Und ich möchte Vers 2 auch lesen, also Jesaja 2, Vers 2. Ja, es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn fest gegründet stehen an der Spitze der Berge, und er wird erhaben sein über alle Höhen, und alle Heiden werden zu ihm strömen. So it says here, and many people shall go and say, come ye, let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob, and he will teach us of his ways, and we will walk in his path. Und dann steht da, und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lass uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns belehre über seine Wege und wir auf seinen Pfaden wandeln. Now the last says, for out of Zion shall go forth the law and the word of the Lord from Jerusalem. Und in diesem letzten Teil des Verses steht, denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. That means that whenever we want to determine what should happen, we should look at Jerusalem. Das bedeutet, wenn wir entscheiden wollen, wann etwas stattfinden muss, müssen wir uns Jerusalem anschauen. Now there are many people who are arguing that they have to now work out when will this Passover be, and they try to look at the equinox to determine this. Und es gibt viele Leute, die versuchen jetzt herauszufinden, wann Pesach sein wird, und sie schauen sich die Äquinox an, um das zu entscheiden. And then I want to say, I think it's a very difficult way of looking at it. Let's rather go to the simple way of looking at the way they did it in ancient times. Und ich finde, das ist eine ziemlich schwierige Art und Weise, sich das anzuschauen. Und ich sage, lass uns eine einfachere Art und Weise aussuchen, nämlich lass uns machen, wie sie es damals gemacht haben. In ancient times, they would go and look at the barley to see whether the barley is ripe. Denn in der antiken Zeit haben die es ganz einfach gemacht. Die haben sich die Gerste angeschaut, um zu sehen, ob sie reif war. And the reason for it is that whether you believe it's the day after the Passover day or the day after the first weekly Shabbat, however you want to calculate Maya Shabbaton.
Denn es ist ja abhängig davon, wie du Maya Shabbaton berechnest, ob du es als erster Tag nach dem ersten Pesach-Sabbat oder dem ersten Sabbat nach dieser Woche von Pesach betrachtest. that you have to wave this first sheaf of barley. Und das ist ja egal, wie man es berechnet, aber an Maya Shabbaton muss man diese erste Gerste-Ernte vor Gott erheben, ja? That means to keep Passover, you have to have the barley ripe. Als Webopfer. Und das bedeutet also, wenn wir Pesach einhalten wollen, muss die Gerste dafür reif sein. So the simple way is you have to go and look, when will the barley be ripe? Also die einfachste Art und Weise, das zu machen, ist zu gucken, wann wird die Gerste reif sein. Now barley and wheat goes more or less through the same cycles, and so you have a pollination time, and after that you have the ripening, which goes through 4 stages before those seeds are ready to be harvested. Und Gerste und Weizen, die haben irgendwie die gleiche Art zu reifen, ja. Erst findet so eine Art Pollenvertrieb statt, ja, wo diese Pollen verbreitet wird. Und dann erst fängt das an, so Früchte zu bringen. Aber man muss halt warten, bis es ziemlich reif ist. So those 4 stages is that it first go through what they call the milk stage, then the soft dough, then the hard dough. Und da gibt es eben 4 Phasen, bevor das reif ist. Und die erste Phase ist halt die Milchphase. Dann gibt es so einen weichen Teigphase und einen harten Teigphase. And then it ripens to be ready to be harvested. Und dann erst ist es reif genug, dass man es ernten kann. The problem, however, is that with barley, it's not as easy to see when it pollinates. Das Problem ist aber, bei der Gerste ist es nicht so einfach festzustellen, wann der Pollen fliegt. It's much easier to see when the wheat would pollinate. Bei Weizen jedoch ist es viel einfacher. But we know that wheat will ripen to be harvested about 1 month after the barley. Wir wissen aber, dass Weizen reif genug ist, um geerntet zu werden, circa 1 Monat nach der Gerste. So the easiest way to determine when the barley would be ripe would actually also be to look at the wheat. Die einfachste Art und Weise also festzustellen, ob diese Gerste jetzt nun reif ist, ist sich den Weizen anzuschauen. We also need to remember that barley will ripen much earlier in the Jezreel Valley and in the Jordan Valley than what it would in the Judean hills. Wir müssen aber auch bedenken, dass Gerste schneller reift im Jezreeltal und im Jordantal als hier in den Hügeln. Which also is good because those guys had to also bring that sheaf, but it would take them about a week to 10 days to travel from there to Jerusalem. Das bedeutet, die mussten ja auch diese Gerstenernte, diesen ersten Teil bringen als Opfer, aber die haben eine Woche bis 10 Tage gebraucht, bevor die überhaupt in Jerusalem angekommen sind, als Reisezeit. Which then bring them more or less at the same time here with ripe barley in Jerusalem. Und das würde ja bedeuten, die würden dann circa zur gleichen Zeit hier ankommen, wo die Gerste hier angereift ist in Jerusalem, beide dann also mit reife Gerste. Now, the problem is that you have to go and actually examine the barley and examine the wheat. Das Problem ist aber, man muss ja tatsächlich hingehen, sich diese Gerste anschauen, Weizen anschauen, beiden untersuchen. But if the Bible says the word shall go forth from Jerusalem and the law from Zion, then you have to do it here close to Jerusalem where we are. Und wenn die Bibel aber sagt, das Gesetz wird von Jerusalem ausgehen, von Zion ausgehen, bedeutet es, wir müssen es uns hier anschauen, in der Nähe von Jerusalem. So about 2 weeks ago, and this is now the beginning of April 2016, so we're speaking about 10 days before the end of the month of March. I was in the Judean hills with somebody who is an agricultural specialist. Und vor circa 2 Wochen, und wir befinden uns jetzt hier in April 2016, das bedeutet, es musste also 10 Tage gewesen sein, bevor der Monat März in 2016 geendet ist, war ich in den Bergen Judean Hills hier mit jemand, die sich sehr, sehr gut auskennt in der Landwirtschaft. And so we looked especially at the wheat, and the wheat was only pollinating.
Und wir haben uns insbesondere die Weizen angeschaut und die Weizen war da erst dabei, Pollen zu werfen. which tells us that it's at least going to be another 6 weeks before that wheat will be ready to be harvested. Und das sagt uns, dass es mindestens noch 6 Wochen ab dann gewesen wäre, bevor man die Weizen ernten kann. And it could even be a little bit longer because of the cool weather. Und es könnte durchaus noch ein bisschen länger sein, wegen des Wetters. Das Wetter ist recht kühl. The implication of this was that the barley would not be ready to be harvested in any case. Also bedeutet das ja ganz klar, dass die Gerste überhaupt noch nicht so weit war, geerntet zu werden. The barley in the area of Jerusalem would only be ready in the next week or 2. Und die Gerste hier in der Nähe von Jerusalem wird erst in den nächsten 1 bis 2 Wochen überhaupt bereit sein. All of the festivals are connected to harvest times. Und alle Feste sind verbunden mit irgendeiner Erntezeit. You cannot celebrate the festivals unless you fulfill the harvest obligations with it. Und du kannst die Feste nicht feiern, es sei denn, du gehst erst die Ernteverpflichtungen von dem jeweiligen Fest ein. Because remember, in ancient times, they were not allowed to partake of the harvest before the first fruits of it wasn't sacrificed. Und denk dran, in der alten Zeit, in der Antike war das halt so, die konnten nicht die Ernte komplett machen, es sei denn, die hätten die ersten Früchte von dieser Ernte bereits gebracht als Opfer. So they had to wait for the barley to be ready before they can celebrate Passover. Also mussten sie doch ganz schlicht und einfach warten, dass die Gerste reif ist, bevor sie Pesach feiern konnten. The simple answer to this then is you cannot celebrate it in March, or you could not celebrate it in March because the barley wasn't ready in the Judean hills. Und die einfache Antwort also jetzt zu dieser Frage ist, Pesach zu feiern im März war überhaupt nicht möglich, weil die Gerste noch nicht reif war in den Hügeln. The barley wasn't ready around Jerusalem. Die Gerste um Jerusalem herum war noch nicht so weit. And it'll only be ready just before Passover, which is by the 23rd of April 2016. Und die Gerste wird erst reif sein, kurz bevor wir Pesach feiern, nämlich am 23. April 2016. So, when do we have to celebrate Passover? Wann müssen wir Pesach also feiern? When the barley is ready. Wenn die Gerste reif ist. And this is only within the next 2 to 3 weeks that the barley is ready, which means that Pesach should be celebrated this year, 2016, in April. Und das bedeutet, das wird erst dann sein, wenn die Gerste reif ist, nämlich in 2 bis 3 Wochen. Und das bedeutet, in diesem Jahr, in 2016, muss Pesach erst in April gefeiert werden. You can argue it in any way you want to and try to work it out with an equinox. If the barley isn't ready, you cannot celebrate Passover. Und du kannst es irgendwie ausrechnen, so wie du möchtest. Du kannst es dir anschauen, wie du willst, aber du kannst Pesach nicht feiern, es sei denn, die Gerste ist bereit. And so I want to say to everybody, Chag Sameach, have a happy and wonderful festival of liberty and celebrate with us that we have been brought out of our spiritual Egypt, our slavery of sin, into a liberty of righteousness by our Passover lamb, Yeshua, the Messiah. Deswegen möchte ich jetzt jeden, der das hier zuhört, sagen, Chag Sameach, auf dass ihr einen wunderbaren Festzeit habt, wo ihr mit uns zusammen feiert, dass wir aus unserer eigenen Ägypten der Sünden herausgeführt worden sind, durch unseren eigenen wunderbaren Pesachlamm, Yeshua, unser Messias. And while we are celebrating this, think of this, experience this, that which Yeshua has done for us, and make it your own. Don't let the festival be the important thing. Let Yeshua, our Messiah, be the important thing to you and me. Und während wir das feiern, dann denk einfach über diese Sache nach, was Yeshua, der Messias, für uns getan hat. Und lass diesen Fest nicht das Allerwichtigste für dich sein, sondern das, was Yeshua für dich und für mich getan hat. Shalom from Jerusalem. Shalom von Jerusalem.